Hallo Leute, schön, dass ihr eingeschaltet habt. In dieser Folge schauen wir uns den Sendor SolarFlow 800 mal genauer an. Denn der hier ist ein Plug-and-Play-Hybrid-Wechselrichter für euer Balkonkraftwerk. Wenn euch Hybrid-Wechselrichter nichts sagt, kein Problem. Der kann nicht nur die Sonnenenergie in elektrische Energie umwandeln, wie normale Mikrowechselrichter auch, sondern kann diese auch noch gleichzeitig bei Überschuss in den Batterien speichern. Der größte Kritikpunkt bei Balkonkraftwerken mit Speichern ist meist, dass sich diese einfach nicht rechnen. Der hier hat gleich 3 Ansätze, damit es sich doch rechnet. Erstens, der hier hat eine Leistung von 1200 Watt, also weit mehr als die 800 Watt, die gängig sind bei Balkonkraftwerkwechselrichtern. Und mit dem Überschuss lädt er die Batterien auf, also eine Win-Win-Situation. Zweitens, ihr könnt auch hier gar keine PV-Module anschließen, denn der hier kann bidirektional betrieben werden und kann dann zum Beispiel von unserer Dach-PV-Anlage den Strom nutzen, um das dann in die Batterien zu speichern, damit wir es in den späten Abendstunden dann nutzen können. Drittens, in Kombination mit den Sendor-Batterien könnt ihr dynamische Stromtarife realisieren. Wenn der Strom günstig ist, kauft der hier automatisch ein, und wenn der Strom teuer ist, holt er den Strom aus dem Akku raus, damit ihr diese Spitzenpreise nicht bezahlen müsst. Das hört sich jetzt alles wunderbar an, und ob das alles wirklich so einfach umzusetzen ist, wie der Hersteller das verspricht, dem gehen wir in diesem Video nach. Wenn ihr zukünftig solchen Content, solche Videos nicht verpassen wollt, wisst ihr, was zu tun ist? Lasst einfach ein Abo da, und bevor wir uns hier total verquatschen, Film ab! Kommen wir nun zum Unboxing des Sendor SolarFlow 800. Wir können an der Verpackung sehen, die ist relativ schmal. Hier haben wir ein paar technische Highlights, die man schon auf den ersten Blick sehen kann. Sonst haben wir hier auf der Verpackung nichts Besonderes. Also packen wir das Ganze mal aus. Nach dem Auspacken finden wir folgenden Verpackungsinhalt vor. Natürlich einmal Papierkram, die Bedienungsanleitung, und diese könnt ihr euch dann hier mit dem Abscannen des QR-Codes dann hier runterladen. Außerdem haben wir natürlich einmal den SolarFlow 800. Wir haben hier einmal den Netzstecker und einmal den Stecker vom SolarFlow 800 zur Batterie. Dann haben wir hier separat die WLAN-Antenne. Und auf dieses Teil bin ich besonders stolz, denn ich habe das im Hyper 2000 Video angemerkt. Das ist eine Montagehilfe. Wenn ihr eure PV-Kabel mal demontieren möchtet, dann könnt ihr das hier mit dieser Zange ganz einfach wieder lösen. Das habe ich im Hyper 2000 Video angemerkt, und ich finde es echt toll, dass hier Sendor auf das Feedback gehört hat und das Teil nun inkludiert hat. Dankeschön. Daumen hoch. Ein Feedback an dieser Stelle bezüglich der Verpackung und dem SolarFlow 800. Wie ihr sehen könnt, ist dieser Karton relativ schmal, und hier wurde auch nicht mit Styropor gearbeitet oder sonst irgendwelchen Luftkissen. Das ist deshalb katastrophal, weil ihr vielleicht hier sehen könnt, dass bei mir die Verpackung schon bei der Lieferung leichte Schäden von getragen hat, und einfach Feedback an Sendor, das hier mit Styropor oder irgendwelchem Schutz auszustatten, damit die Geräte nicht bei Ankunft schon direkt defekt sind, beziehungsweise dieses im Speziellen. Lasst uns nun die Zeit nehmen und uns mit dem Sendor SolarFlow 800 im Detail beschäftigen. Ich nehme hier mal direkt dieses kleine Stück in die Hand. Das ist die WLAN-Antenne, und die können wir hier unten direkt verschrauben. Dann verliere ich das Ganze nicht, und dann ist das Ganze auch schon montiert. Spannende Infos zur WLAN-Antenne. Das Gerät hier kommuniziert lokal ohne einen Cloud-Server, der dazwischen geschaltet ist. Das ist sehr löblich, und davon können sich einige Hersteller eine Scheibe davon abschneiden. Wo wir es eben vom Befestigen der WLAN-Antenne haben, kommen wir nun zur Befestigung an der Wand. Ihr habt hier einmal links und einmal rechts eine Montagemöglichkeit, um das an der Wand festzumachen. Außerdem könnt ihr hier eure Erdung bei euch zu Hause anschließen. Wenn wir nun weiter um das Gerät herumgehen, kommen wir nun zum AC-seitigen Anschluss, und das könnt ihr einmal ganz einfach verbinden, klipst ganz kurz, und dann ist das Teil auch fest. Und hier kommt eine weitere Stärke des SolarFlow 800 ins Spiel. Ihr müsst dieses Teil nicht mit PV-Paneelen benutzen. Ihr könnt es tatsächlich auch nur so benutzen, wenn ihr dazu noch die Sendor-Batterie euch zulegt. Dann könnt ihr nämlich über dynamische Stromtarife das Ganze nutzen, den Strom einkaufen, wenn er günstig ist, und den Strom dann von den Sendor-Batterien abgeben lassen, wenn es dann teuer wird. Und so könnt ihr dann einfach sparsam hier unterwegs sein. Als Anbieter von dynamischen Stromtarifen kann der hier mit Nordpool und RaboCharge arbeiten. Eventuell kommen zukünftig noch weitere Anbieter hier hinzu. Und natürlich werfen wir später in der App auch einen Blick, wie man das Ganze mit dynamischen Stromtarifen hier einstellen kann. Wo wir es eben von dynamischen Stromtarifen hatten und der Batterie, zur Auswahl stehen euch dort einmal die AB 2000 Normal und einmal die AB 2000S
mit weiteren Sicherheitsfunktionen. Beide Batterien haben eine Nettokapazität, also eine nutzbare Kapazität von 1920 Wattstunden. Aber während ihr die AB 2000 für 579 € bekommt, könnt ihr die AB 2000S für 599 € bekommen, also für 20 € mehr. Und für 20 € mehr würde ich euch immer empfehlen, die S-Version zu nehmen, denn das S steht hier für Sicherheit und Schutz. Denn die AB 2000S Batterien haben ein Aerosol-Brandunterdrückungssystem und weitere Schutzmechanismen hier eingebaut. Das Ganze auch vom TÜV Rheinland zertifiziert. Die Batterien haben auch eine Selbsterhitzungsfunktion bei niedrigen Temperaturen, damit sie nicht kaputt gehen und euch hier lange erhalten bleiben können. Und apropos lange erhalten bleiben, ihr müsst die Batterien nicht in Innenräumen lagern, ihr könnt sie auch außerhalb lagern. Wichtig ist, dass sie aber einen Überstand haben. Außerdem verspricht Sendor eine 10-jährige Garantie und eine Lebensdauer von 15 Jahren. Wenn wir uns nun weiter mit dem SolarFlow 800 beschäftigen, haben wir unten rechts einen Knopf und 3 LEDs. Ich blende euch kurz ein, welche 3 Möglichkeiten ihr mit dem Knopf habt und hier eine Einblendung über die Bedeutung der einzelnen LEDs und deren Zustände. Und nun kommen wir zum spannendsten Teil, und zwar den PV-Anschlüssen. Der SolarFlow 800 ist hier mit 2 MPPT ausgestattet. Und eine der meistgestellten Fragen ist natürlich, mit wie viel Watt kann ich das belasten? Pro MPPT mit 600 Watt, in Summe 1200 Watt. Stellt sich der ein oder andere Frage, hey, ich darf doch nur 800 Watt hier ins Netz zurückspeisen. Das ist korrekt und das ist die weitere Stärke hier vom SolarFlow 800. Solltet ihr mehr als 800 Watt produzieren, was ja mittlerweile total gängig ist, weil es Paneele gibt, die 450, 500 Watt können, dann wird der Überschuss in die Batterie eingespeist. Das heißt, würdet ihr hier 600 Watt anklemmen und hier 600 Watt, hättet ihr 1200 Watt und die 400 Watt, die dann quasi als Überschuss zur Verfügung stehen, wandern dann direkt in die Batterie. So wird gleichzeitig euer Haus versorgt und die Batterien aufgeladen. Und wenn ihr euch nun gefragt habt, mit wie viel Watt ihr maximal die Batterie beladen könnt, wenn es eine AB 1000 ist mit 960 Watt und eine AB 2000 mit 1200 Watt. Ich denke, die 2 AB 1000 Einträge sind ein Schreibfehler und der zweite ist als AB 2000 gemeint. Und maximal können die Batterien 800 Watt abgeben. Eine weitere Frage, die sich jetzt wahrscheinlich alle stellen, ist, wie viele Module kann ich denn hier anklemmen? Sendor empfiehlt, pro MPPT ein Modul anzuklemmen. Ihr könntet aber in der Theorie pro MPPT auch mehrere Module anklemmen. Ich blende euch mal hier ein beispielhaftes Bild ein. Ganz wichtig, schaut hier auf die technischen Spezifikationen, sprecht das hier mit eurer Elektrofachkraft ab, damit ihr hier keine Kopfschmerzen bekommt. Und last but not least ist beim Balkonkraftwerk die Thematik der Nulleinspeisung. Ihr könnt das auf unterschiedliche Arten realisieren. Einmal mit einem Shelly Pro 3EM, aber dann braucht ihr eine Elektrofachkraft. Wenn ihr aber die Produkte von Everhome nutzt, dann braucht ihr keine Elektrofachkraft, um hier die Nulleinspeisung zu realisieren. Das ist natürlich der Königsweg, weil dann dieses Gerät hier dynamisch auf den Strombedarf bei euch zu Hause jederzeit in Sekundenschnelle reagiert. Wenn ihr das aber vorerst nicht möchtet, könnt ihr auch einfach nur sagen, dass er zum Beispiel 200 Watt, 300 Watt ab einer bestimmten Uhrzeit abgeben soll und dann geht das natürlich auch. Wir werden später in der App beide Möglichkeiten uns kurz anschauen. Gerade für mich als PV-Anlagenbetreiber sind die Batterien von Sendor eine günstige Alternative. Denn wenn wir uns für unsere PV-Anlage einen Batteriespeicher zulegen möchten, brauchen wir einen Hybridwechselrichter oder Batteriewechselrichter. Außerdem brauchen wir auch noch die Batterie selbst und eine Elektrofachkraft, die das Ganze umsetzt. Da ist man ganz schnell bei Kosten von über 5000 €. Im Gegensatz dazu stellt die Variante mit dem SolarFlow 800 eine günstige Alternative dar. Natürlich hat man so nicht die Leistung von einem richtigen Hausspeicher, der auch mal 3, 4, 5, 6000 Watt abgeben kann. Ihr könnt natürlich auch erstmal mit einer Batterie anfangen. Das ist das Tolle hier an diesem stapelbaren und einfachen Design. Und dann entwickelt ihr euch einfach so weiter, wie ihr das gerne haben möchtet. Ich packe jetzt mal die 2 noch da drauf und dann zeige ich auch, wie man das Ganze an der Wand befestigt, damit sie nicht umkippen. Denn die Dinger sind wirklich schwer. Dann einfach hier erstmal an der Seite ausrichten, unten die Abdeckung abnehmen und dann könnt ihr es ganz langsam auflegen und habt es schon erweitert. Und weil es so schön war, machen wir das gerade noch einmal. Und fertig ist der Turm mit fast 8 Kilowattstunden. Um das Ganze zu befestigen, könnt ihr hier diese modularen Haken benutzen. Das macht ihr dann hier an der Seite an den Griffen fest und dann hier einfach an der Wand. Und dann können diese Batterien auch nicht nach vorne umkippen und gegebenenfalls jemanden verletzen. Jetzt habe ich den SolarFlow 800 hier installiert. Das Tolle ist, ihr könnt es auch direkt auf die Batterien legen und es kann dann nach hinten und nach vorne sich nicht bewegen, könnte sich aber rein theoretisch noch nach links bewegen und dort runterfallen.
Also wenn ihr es drauflegt, passt auf, dass ihr es auch von der linken Seite absichert. Die Batterie ist angeschlossen, auch der AC-Stecker ist angeschlossen, 2 PV-Module sind angeschlossen. Jetzt würde ich sagen, wird es Zeit, das Ganze in die Sendo-App reinzubringen und damit ganz viel Spaß zu haben. Hey Leute, wusstet ihr, dass ich jede freie Minute in diesen Kanal stecke? Oft lasse ich Sachen liegen, nur um Videos für euch zu machen. Wenn ihr das wertschätzt, würde ich mich freuen, wenn ihr ein Like dalasst. Und wenn ihr neu hier seid, dann lasst ein Abo da und aktiviert die Glocke, damit ihr zukünftig keine weiteren coolen Videos mehr verpasst. Schreibt mir auch gerne einen Kommentar. Bisher wurden alle Kommentare auf diesem Kanal beantwortet. Danke, dass ihr das alles möglich macht. Nach einem kurzen Kostümwechsel bringen wir nun den Solarflow 800 in die Sendo-App rein. Dazu ladet ihr euch bitte einmal die Sendo-App herunter. In der Sendo-App angekommen, könnt ihr jetzt bei mir den Hyper 2000 sehen und auch den Shelly Pro 3M und auch ein anderes Shelly-Gerät. Dazu kommen wir später. Wir drücken auf jeden Fall erstmal oben rechts auf das Plus. Jetzt sucht er hier das Gerät. Dadurch, dass ich in Bluetooth-Reichweite bin, hat er das gefunden. Also von einer größeren Entfernung wird das nicht möglich sein. Jetzt können wir es zum WLAN hinzufügen, um es dann von überall aus zu steuern, oder wir können hier einfach nur über Bluetooth das Ganze verwalten. Ich mache das jetzt über WLAN. Jetzt gebt ihr hier bitte einmal eure WLAN-Daten ein und dann drückt ihr unten auf nächster Schritt. So, das war's auch schon. Jetzt könnt ihr hier nochmal den Namen des Gerätes in der App selbst nochmal verändern, wenn ihr möchtet. Ich belasse das so und drücke dann unten auf Initialisierungseinstellungen. Nachdem wir den Solarflow 800 nun mit der App verbunden haben und mit unserem WLAN, können wir es von überall aus steuern. Deshalb bin ich jetzt im Büro. Hier ist es nämlich angenehmer. Ganz wichtig für euch, nachdem ihr das in der App verbunden habt, wird euch die App in das Home Energy Management System weiterleiten. Kurz HEMS. Ich werde auch im Laufe des Videos nur noch HEMS sagen, also merkt euch das. Beim HEMS stellen wir auch die unterschiedlichen Autarkiegrade ein, aber bevor ich jetzt zu viel rede, zeige ich euch das einfach. Dazu gehen wir hier unten links auf Family und dann gehen wir hier zu den Einstellungen und dann auf Neu konfigurieren. Dieser Bildschirm kommt direkt, nachdem ihr euch mit der App verbunden habt. Wir wählen dann hier einmal unser Land aus, beziehungsweise ihr in dem Land, wo ihr derzeit seid. Nun wurden wir zur Geräteauswahlseite weitergeleitet und hier können wir den Solarflow 800 anticken, beziehungsweise der ist schon angetickt. Als nächstes kommt der Punkt Zähler und der ist in Klammer optional. Denn das ist der Punkt, um euren Autarkiegrad auf das Maximale zu erhöhen. Zum Beispiel mit einem hier Smart Meter von Shelly oder auch, wenn ihr ohne Elektriker das Ganze machen wollt, mit den Produkten von Everhome, dann habt ihr hier die Nulleinspeisung realisiert. Dazu kommen wir später. Ihr könnt aber auch einzelne Geräte hinzufügen. Und was für Geräte sind das? Das sind diese Smart Plugs. Dann seid ihr zwar nicht maximal bei der Nulleinspeisung, aber eine teilweise Nulleinspeisung könnt ihr damit realisieren. Kommen wir auch gleich dazu. Ich lasse das Ganze vorerst leer, weil A, meine Shellys noch nicht verbunden sind, das zeige ich euch auch gleich, und B, ich mit euch erstmal die erste Autarkiestufe machen möchte. Jetzt können wir hier die Sicherheitseinstellungen eingeben für die AC-Entladeleistung und die AC-Ladeleistung, zum Beispiel von meiner Dach-PV-Anlage oder auch von einem dynamischen Stromtarif. Das Ganze könnt ihr in 100er Watt Schritten hier einstellen. Jetzt kommen wir auch schon direkt zur ersten Autarkiestufe und ihr seht, ich lächle schon, denn das ist in meinen Augen die dumme Autarkiestufe, denn sie ist sehr starr. Ihr könnt hier unterschiedliche Zeitpläne anlegen, wo ihr Sachen laden könnt und entladen könnt. Und wenn ihr keine Zeiträume eingebt, dann wird standardmäßig immer 200 Watt ausgewählt. Und wie könnt ihr das anlegen? Hier unten über Add Schedule. Ich gehe mal hier rein. Dann könnt ihr einen Startzeitpunkt und einen Endzeitpunkt bestimmen und dann sagen, dass er dort entladen soll oder laden soll. Ideal zum Beispiel, wenn ihr sagen möchtet, dass er abends einfach ab einer gewissen Uhrzeit x Watt dann abgeben soll, um euren Standby-Verbrauch so gering wie möglich zu halten. Natürlich müsste man dort erstmal seinen Standby-Verbrauch wissen. Und jetzt ein Pro-Tipp für euch, um euren Standby-Verbrauch über die Nacht auf den Watt genau herauszufinden. Und zwar geht ihr zum Beispiel abends um 8 Uhr zum Zähler, notiert euch die Zahl und dann morgens um 6 oder 7 geht ihr auch zum Zähler und notiert euch die Zahl. Und die Differenz der beiden ist dann euer Verbrauch über die Nacht. Dann gehen wir hier auf nächster Schritt, können dann hier nochmal für unser Energiesystem, was wir jetzt hier angelegt haben, einen Namen eingeben. Ich belasse das so und drücken dann auf Erledigt. Somit haben wir nun die erste Autarkiestufe eingerichtet und jetzt kommen wir zu Stufe 2 und auch zu Stufe 3, beziehungsweise zur Nulleinspeisung. Und dazu müssen wir erst unsere Shelly-Geräte oder andere Geräte, die hier Sende unterstützt, reinbekommen. Das machen wir, indem wir hier zu Profil gehen. Dann haben wir hier die Dienste Alexa, Shelly, Everhome, in meinem Fall Shelly. Dann gehe ich hier zur Autorisierung
und gebe jetzt hier einmal meine Shelly-Daten ein und drücke dann auf Autorisieren. Jetzt werde ich hier zur Geräteauswahlseite geschickt und ich kann hier mein Shelly Pro 3M auswählen. Sehr gut, weil das ist bei mir am Netzanschlusspunkt montiert. Ich nehme für euch einfach mal hier meinen Schreibtisch noch mit rein, dass wir dann noch die andere Stufe testen können. Ganz wichtig für euch, maximal 5 Geräte könnt ihr auswählen. Dann drücke ich Hinzufügen, Bestätigen. Wunderbar. Jetzt gehen wir einmal zurück. Jetzt gehen wir wieder zu den Einstellungen und gehen hier zur Geräteverwaltung. Hier können wir nun die zweite Autarkie und die dritte Autarkiestufe realisieren. Wir machen erstmal die zweite Stufe und das wäre hier mit einem Smart Plug. Und wenn ich das jetzt hier auswähle, kann noch weitere Geräte hinzufügen und drücke dann auf Speichern. Jetzt gehen wir einmal zurück. Jetzt können wir was Spannendes sehen und zwar bei Haushaltsgeräte sehen wir, ist 20 Watt eingetragen. Denn mein Schreibtisch verbraucht derzeit nur 20 Watt. Das ist okay und die Grundlast ist derzeit vom Zeitplan so ausgelegt, dass sie laden soll und nicht entladen soll. Sonst würde das Ganze addiert werden und dann hier der addierte Wert aufgezeigt werden. Und wenn ihr mehr über den Shelly Smart Plug erfahren möchtet, oben rechts das Video dazu, dann kann im Zusammenspiel mit dem SolarFlow 800, wenn ihr dort zum Beispiel eine Waschmaschine, Trockner, Spülmaschine oder Wasserkocher anschließt, in dem Moment, wo der Smart Plug einen erhöhten Verbrauch feststellt, sagt er dann zum SolarFlow, hey, ich brauche Strom. Und wenn dann im Akku genug Strom vorhanden ist oder von den Panelen genug Strom vorhanden ist, dann wird dieser zum Smart Plug weitergeleitet und so euren Autarkiegrad teildynamisch erhöht und verbessert. Das ist ziemlich cool. Was aber noch cooler ist, ist die höchste Autarkiestufe. Und das machen wir jetzt. Dazu gehen wir zu den Einstellungen, dann zur Geräteverwaltung. Und jetzt fügen wir hier bei Zähler unseren Zähler hinzu. Und das ist der Netzanschlusspunkt, mein Shelly Pro 3M. Wähle diesen aus und drücke auf Speichern. Wunderbar, ich kann auch schon sehen, dass das Ganze verbunden ist. Jetzt gehen wir einmal zurück, denn jetzt ist was ganz Spannendes passiert. Denn plötzlich haben wir hier eine weitere Zahl. Und zwar, was derzeit am Stromnetz passiert. Und das Tolle ist, auch wenn zum Beispiel der SolarFlow 800 derzeit nicht arbeitet, weil kein Akku da ist oder auch weil die Paneele derzeit nichts produzieren, ich kann zu jeder Zeit, auch nachts um 2 jetzt sehen, was die Grundlast auf den Watt genau hier ist und das direkt über die Sendor-App. Das finde ich persönlich ziemlich cool. Und noch was Interessantes, der Verbrauch ist plötzlich gar nicht mehr existent. Was ist jetzt los? Verbraucht mein Haus nichts mehr? Das wäre super cool. Weit gefehlt. Denn wenn ich hier drauf drücke, kann ich sehen, dass in meinem Fall meine Dach-PV-Anlage so viel Strom produziert, dass die Grundlast bei mir zu Hause gedeckt wird. Das konnte ich ja vorher nicht sehen. Das erkennt hier alles das Shelly Pro 3M. Und somit sehe ich auch nicht, was ich derzeit verbrauche, weil es einfach gedeckt wird. Ich sehe aber dennoch, dass die Solarpaneele 147 Watt erzeugen und wenn ich da drauf drücke, sehe ich auch, was die einzelnen Solarpaneele erzeugen. Zum Beispiel, wenn einer im Süden ist und einer im Osten, dann kann ich sehr gut sehen, wer zu welchem Zeitpunkt was erzeugt. Und das hier zur Übersicht. Ich möchte euch aber noch eine weitere Übersicht ganz kurz zeigen, bevor wir zu den anderen Einstellungen gehen. Und das haben wir hier bei Geräte. Dann gehen wir hier zum SolarFlow 800 rein und haben dann hier nochmal diese Übersicht. Da sehen wir dann auch nochmal Eingang PV, was derzeit bei den Akkus passiert, was derzeit beim Haus passiert, also ob hier das Haus derzeit was braucht. In meinem Fall nicht, weil die Dach-PV-Anlage das Ganze deckt. Wenn ihr zum Beispiel multiple Akkus habt, könnt ihr hier draufdrücken, könnt dann auch hier derzeit die Temperatur von einzelnen Akkumodulen sehen und so wie viel Prozent die gefüllt sind. Wunderbar. Es gibt aber noch eine Anzeige, die ist hier bei Energiefluss. Und die sieht dann wie folgt aus. Dann habt ihr nochmal hier ein bisschen visuell. Das Ganze wird auch mehr oder weniger sekündlich hier aktualisiert. Ihr könnt auch hier oben rechts nochmal weitere Einstellungen vornehmen, wie die Gerätedaten anzeigen, Netzwerkeinrichtung und Gebrauchsanweisung. Die Einstellungen hier unten sind alle ausgegraut, weil das HEMS das Ganze übernimmt und somit das Ganze, sag ich mal, überstimmt. Das Ganze könnt ihr zurücksetzen, indem ihr hier das ausschaltet und dann könnt ihr hier diese Einstellung wieder verändern. Dann haben wir noch den Punkt Firmware-Update und hier könnt ihr das Gerät entfernen. Einfach, dass ihr das Ganze mal gesehen habt. Das hätten wir nun gesehen und jetzt springen wir wieder zurück ins HEMS, denn ich möchte euch den Punkt dynamischer Strompreis zeigen, denn das kann dieses Gerät auch. Es ist mehr oder weniger echt ein Alleskönner. Dazu gehen wir wieder zu den Einstellungen. So, als ersten Punkt bei den Einstellungen haben wir hier den Energieplan, derzeit der smarte Modus. Zukünftig mögen dort weitere Modus hier hinzukommen, die man dann auswählen kann. Wir haben dann als nächsten Punkt den Strompreis festlegen und hier ist auch der dynamische Modus enthalten.
Derzeit natürlich ein fester Tarif in meinem Fall, aber wenn ihr einen dynamischen Tarif habt, dann wählt ihr das aus. Wir kommen dann hier direkt zur Übersicht des dynamischen Stromtarifs. Ich habe einfach mal für euch Rabo Energie ausgewählt. Es gibt auch Nordpool und zukünftig mögen dort auch weitere Anbieter hinzukommen. Das kann ich euch jetzt natürlich nicht vorhersehen. Ihr könnt dann das Ganze mit Steuern, ohne Steuern angeben, könnt dann hier eure Postleitzahl angeben und hier mit eurem Rabo Energiekonto euch anmelden oder mit eurem Nordpool-Konto. Spannend wird es hier unten, denn hier könnt ihr festlegen, wie der SolarFlow 800 arbeiten soll anhand der dynamischen Strompreise. Denn ihr müsst zunächst einmal festlegen, was für euch ein hoher Strompreis ist. Ihr könnt dann hier zum Beispiel 40 Cent festlegen und dann müsst ihr festlegen, was für euch ein niedriger Stromtarif ist, beziehungsweise ab wann für euch ein niedriger Stromtarif gilt. Und dann passieren folgende 3 Szenarien. Sobald der niedrige Tarif unterschritten wurde, wird hier der Akku mit Netzstrom gefüllt. Das ist gut, zusammen natürlich mit den PV-Modulen. Sobald ein hoher Stromtarif erreicht wurde, werden die Akkus geleert, damit ihr die Spitzenpreise hier abfedern könnt und von eurem eigenen Strom euch hier versorgen könnt. Das ist auch cool. Und dazwischen haben wir den Normalmodus, wo hier von den PV-Modulen und von den Akkus das Ganze bedient wird, um hier den teureren Netzstrom zu reduzieren. Ich denke, das Ganze ist sehr einleuchtend und ganz wichtig, das Ganze könnt ihr natürlich nur realisieren, wenn ihr die Akkus von Sendor habt, wo ihr dann natürlich den Strom von einer Niedrigphase dann in die Hochphase transportieren könnt. Der nächste Punkt ist für mich als Dachanlagenbetreiber sehr wichtig, denn ich kann hier festlegen, ob überschüssiger Strom auch verkauft werden soll. Ich bekomme ja eine Einspeisevergütung und deshalb habe ich das Exportieren von überschüssiger Energie hier zugelassen, aber ihr könnt das Ganze natürlich auch verbieten. Und das funktioniert wie folgt. Erst wird der Hausverbrauch priorisiert, dann der Akku vollgemacht mit der überschüssigen Energie und dann der Rest in das Stromnetz eingespeist, wenn natürlich verfügbar. Die Punkte Sicherheitseinstellungen, nationale Standards und Basislast und so weiter hatten wir schon. Deshalb überspringen wir das und gehen zu den Akkueinstellungen. Hier könnt ihr eure Entladegrenze und die Aufladegrenze hier festlegen. Setzt das einfach so ein, wie ihr das gerne haben möchtet. Und die beiden letzten Punkte kennt ihr schon. Bei Gerätverwaltung legt ihr hier das mit den Autarkiegraden fest und bei Systeminformation könnt ihr nochmal hier den Namen verändern. Mehr nicht. Und last but not least habt ihr hier auch die Möglichkeit der Statistiken. Könnt ihr über Tage, Woche, Monat, Jahr euch hier die PV anzeigen lassen, hier die Ladeleistung und Entladeleistung der Batterie und auch hier den Heimgebrauch. Und das ist ziemlich cool und könnt euch dann hier in den Daten etwas verlieren. Was wäre das für ein Video, wenn wir nicht auch einen Blick ins Home Assistant werfen würden? Und Sendor hat zu mir gesagt, dass man den SolarFlow 800 über MQTT ins Home Assistant bringen kann. Ich zeige euch hier das, wie es beim Hyper 2000 aussieht, weil die MQTT-Server hier für den SolarFlow 800 noch nicht freigeschaltet sind. Das geschieht erst beim Marktstart. Ich scroll jetzt deshalb hier über die MQTT-Verbindung meines Hyper 2000s durch. Aber nehmt das Ganze hier nicht für bare Münze. Sendor kann das zu jeder Zeit ändern, Sensoren rauswerfen, Sensoren hinzufügen. Deshalb ist das Ganze mit großer Vorsicht zu genießen. Und wenn euch das Ganze nun überzeugt hat, den SolarFlow 800 auch zu kaufen, die Preise beginnen bei 249 €. Aber das müsst ihr nicht bezahlen, ich packe euch noch einen Rabattcode unten in die Beschreibungsbox. Und wenn ihr den Kanal und mich unterstützen möchtet, dann könnt ihr die Links unten in der Beschreibungsbox benutzen. Dann bekomme ich eine ganz kleine Affiliate-Provision ohne Mehrkosten für euch. Dankeschön. Ja, das war's auch schon. Ihr seid im Auto angekommen. Kommt zum Fazit von Sendor SolarFlow 800. Und die Frage ist ja, für wen ist denn nun dieses Gerät denn geeignet? Und in meinen Augen ist das für alle geeignet. Und was bedeutet alle? Wenn ihr zum Beispiel das vorerst nur mit 2 PV-Modulen nutzen möchtet, kein Problem, legt euch das Gerät zu, installiert 2 PV-Module und dann habt ihr sofort Spaß und könnt euch hier in die Materie einarbeiten und Erfahrung sammeln. Und wenn ihr dann denkt, hey, ich würde mir dann doch jetzt gerne einen Speicher zulegen, um einfach den Strom dann zu speichern, gar kein Thema, könnt einfach mit einer Batterie anfangen und euch hoch bis zu 4 Batterien arbeiten. Und wenn euch das dann immer noch nicht reicht, dann könnt ihr die dynamischen Stromtarife realisieren und dann hier das volle Potenzial vom Sendor SolarFlow 800 ausschöpfen. Und was sagt ihr dazu? Wie ist eure Meinung hier zu den ganzen Informationen aus dem Video? Schreibt mir eure Meinung gerne unten in die Kommentare. Auf diesem Kanal wurden bisher alle Kommentare beantwortet. Also wenn das keine Motivation ist, ich weiß auch nicht mehr. Wenn euch das Video hier geholfen hat, eine fundierte Kaufentscheidung
zum Sendor Solarflow 800 zu treffen. Über ein Like freue ich mich riesig und auch der Algorithmus bedankt sich schon mal im Voraus. Und jemand anderes unbedingt auch dieses Video sehen sollte, um den Sendor Solarflow 800 besser kennenzulernen, dann nehmt dieses Video und teilt es mit denen. Dankeschön. Ansonsten, wir wären durch. Danke mich, dass ihr eingeschaltet habt. Hoffe, ihr schaltet auch das nächste Mal ein. Bleibt mir gesund, habt eine gute Zeit, macht's gut. Ciao.